Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sports Tech. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich für euch ein bisschen ein kontroverses Thema. Und zwar vergleiche ich die Epix Pro mit der Apple Watch Ultra. Und ich weiß, viele von euch werden jetzt sagen, um Gottes Willen, Stefan, das kann man doch nicht machen. Das ist wie wenn du Äpfel mit Birnen vergleichst. Ja, ich mache es aber trotzdem. Beide Uhren haben ihre Stärken und Schwächen, aber es gibt Überschneidungen. Und das schauen wir uns heute an. Und am Schluss werden wir gemeinsam herausfinden, wer nun den besseren optischen Herzfrequenzmesser hat. Ist es nach wie vor Apple oder schafft es jetzt Garmin, die neue Nummer 1 zu werden? Ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. An dieser Stelle möchte ich mich bei Sony Österreich recht herzlich bedanken. Diese haben mir die Kamera Sony ZV-1 Mark II zum Testen zur Verfügung gestellt. Einige Szenen aus diesem Video sowie aus meinem Video zur Epix Pro 42 mm wurden mit dieser Kamera aufgenommen. Beide Uhren sind in etwa gleich groß. Die Epix Pro hat einen Durchmesser von 51 mm, die Apple Watch Ultra 49 mm. Vom Design her sind beide unterschiedlich. Die Epix Pro hat ein rundes Design, auch das Display ist rund, und die Apple Watch Ultra hat im Prinzip ja ein rechteckiges Design mit abgerundeten Kanten oder abgerundeten Ecken. Was beide auf jeden Fall gemeinsam haben, ist, dass sie sehr hochwertig verarbeitet sind. Bei der Epix Pro besteht die Vorderseite sowie die Rückseite aus Titan, der Rest des Gehäuses besteht aus Kunststoff. Bei der Apple Watch besteht fast das ganze Gehäuse aus Titan, nur die Rückseite besteht aus Keramik. Beide Uhren haben ein AMOLED-Display, das von einem Saphirglas geschützt wird. Bei der Epix Pro löst dieses mit 454 x 454 Pixel auf. Bei der Apple Watch Ultra sind es 410 x 502 Pixel. Die Epix Pro schafft eine maximale Helligkeit von 1000 Nits, die Apple Watch Ultra 2000 Nits. Also das ist schon eine sehr beachtliche Zahl. Bei der Epix ist es so, dass ich die Möglichkeit habe, die Uhr via Touchscreen zu steuern. Ich habe aber auch 5 normale Knöpfe und somit habe ich die Möglichkeit, entweder so oder so die Uhr zu steuern. Das heißt, ich kann die Knöpfe verwenden oder, wenn es mir lieber ist, auch den Touchscreen. Die Apple Watch Ultra hat auf der einen Seite eine drehbare Krone. Diese dient zum Steuern durchs Menü. Hier ebenfalls einen Knopf und auf der anderen Seite den sogenannten Action-Button. Diese ist programmierbar. In meinem Fall habe ich mir den so eingestellt, dass wenn ich ihn drücke, die Taschenlampe aktiviert wird. Mir persönlich gefallen aber die klassischen Knöpfe der Epix Pro besser, denn wenn ich beim Sport zum Beispiel viel schwitze oder im Winter Handschuhe trage, dann kann ich hier meine Uhr wesentlich besser und leichter steuern. Vom Gewicht her bringt die Epix Pro 88 Gramm auf die Waage, die Apple Watch Ultra nur 61 Gramm. Der Grund, warum das so ein großer Unterschied ist: die Apple Watch Ultra wird mit einem Nylonband geliefert. Das hier ist jetzt nicht das Originale, aber im Prinzip die gleiche Machart. Die Epix Pro kommt mit einem Silikonband und das macht die Uhr einfach ein bisschen schwerer. Von der Konnektivität her bieten mir beide Uhren WLAN und Bluetooth. Die Epix Pro hat zusätzlich noch ANT Plus und kann somit so ziemlich jeden möglichen Sensor, den es überhaupt gibt, koppeln. Die Apple Watch Ultra aktuell nur Brustgurte und Kopfhörer. Das ändert sich aber mit Wear OS 10. Hier werden dann noch diverse Radsensoren etc. unterstützt. Was die Apple Watch Ultra aber hat, was der Epix Pro fehlt, ist ein LTE-Modul. Dieses ist in der Apple Watch Ultra verbaut und dadurch kann man Telefonate führen etc., auch wenn das Handy nicht in der Gegend ist. Natürlich der entsprechende Mobilfunktarif vorausgesetzt. Wenn es um die Akkulaufzeit geht, sind wir natürlich in der Welt von Garmin. Und deshalb konnten diese es sich auch nicht verkneifen, bei der Veröffentlichung der Apple Watch Ultra einen kleinen Seitenhieb in Form von diesem Twitter-Post auszuteilen. Offiziell hat die Apple Watch Ultra eine Akkulaufzeit von 36 Stunden. Apple stapelt hier aber definitiv tief, denn ich persönlich muss die Uhr nur alle 2 Tage aufladen.
Bei einem meiner ersten Videos habe ich den Akku bei GPS-Aktivitäten getestet. Und zwar sind Sandra und ich 12 Stunden lang eine 4 Kilometer Runde gelaufen. Jede volle Stunde sind wir diese Runde gelaufen. Die restliche Zeit haben wir sozusagen als Pause genutzt. Die nächste volle Stunde wieder die Runde gelaufen und die Uhr ist 12 Stunden durchgelaufen. Nach dieser Aktivität hatte der Akku noch 33% Ladung. Demnach sollte die Apple Watch Ultra 18 Stunden im GPS-Modus schaffen. Falls ihr euch das Video anschauen wollt, ich verlinke es euch hier. Wie sieht das Ganze bei der Epix Pro aus? Im Smartwatch-Modus soll die Uhr ganze 31 Tage schaffen, mit aktiviertem Always-On-Display immerhin noch 11 Tage. Das sind natürlich unglaubliche Werte, wenn man bedenkt, dass das Display ebenfalls ein AMOLED-Display ist. Bei GPS-Aktivitäten muss man bei der Epix Pro im Vorfeld sagen, dass es hier sehr viele Einstellungsmöglichkeiten gibt. Von nur GPS bis diverse Expeditions-GPS-Modi ist hier alles möglich. Um hier einen passenden Vergleich ziehen zu können, nehme ich die Akkulaufzeit mit aktivierten Multiband und alle Satelliten. Laut Garmin soll die Uhr hier 38 Stunden schaffen. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass diese Werte absolut nachvollziehbar sind. Wie bei allen Dingen im Leben gibt es hier zwei Seiten einer Medaille. Denn von irgendwoher muss ja diese tolle Akkulaufzeit kommen und im Falle von Garmin kommt sie von einem sehr energieeffizienten Prozessor. Und im direkten Vergleich stinkt hier die Epix komplett ab. Der S8-Chip der Apple Watch Ultra stellt die Menüführung, die Oberfläche, Apps etc. alles superflüssig dar, Ruckler oder Verzögerungen gibt es hier nicht. Bei der Epix sieht das Ganze leider etwas anders aus. Hier kann es schon mal zu Verzögerungen kommen, vor allem wenn man mal zu schnell durchs Menü scrollt. Menü und Software sind die nächsten Stichwörter, denn hier befinden wir uns in einem Bereich, wo natürlich die Apple Watch Ultra ihre Stärken zeigen kann. Dieses ist nämlich im Prinzip ein iPhone am Handgelenk und entsprechend großartig sind die ganzen Smart Features und Apps auf der Uhr von Apple. Man kann mit der Uhr telefonieren, denn im Vergleich zur Epix sind Lautsprecher und Mikrofon verbaut. Ich kann auf Nachrichten antworten, kann mit Siri interagieren oder kann mir eine der wirklich unzähligen Apps aus dem App Store herunterladen und mir somit fehlende Funktionen auf der Uhr nachrüsten. Bei der Epix sieht das Ganze etwas anders aus. Da es sich um eine Sportuhr handelt, ist alles auf Gesundheit, Training und Analyse ausgelegt. Hier werden Sachen wie Stress, Kalorien, HRV, Bodybatterie, Trainingsintensität, Volumen etc. herangezogen, analysiert und durch unzählige Tools wie zum Beispiel die Trainingsbereitschaft oder der Trainingszustand dem Benutzer nachvollziehbar dargestellt. Aber auch Kartennavigation und Routenführung sind von Haus aus direkt auf der Uhr. Es gibt keinen anderen Hersteller, der so viele Sportfunktionen liefert und man merkt, dass die Uhr für Menschen mit einem aktiven Lebensstil gemacht wurde. Dafür sieht es bei den Smart-Funktionen eher mau aus, denn viel mehr als mir Nachrichten anzeigen zu lassen und zumindest bei Android mit vorgefertigten Antworten darauf zu reagieren, kann ich hier leider nicht. Was beide aber vereint, ist die Vielzahl an Aktivitäten, die man tracken kann. Neben klassischen Dingen wie Laufen und Radfahren kann man beispielsweise bei der Epix Pro Rugby und Baseball tracken oder bei der Apple Watch Ultra Seilspringen und Gesellschaftstanz. Also es gibt kaum irgendwas, was man nicht tracken kann. Beide Uhren haben auch Besonderheiten. Die Apple Watch Ultra kann zum Beispiel eine Sirene aktivieren. Wenn man den Action-Button länger gedrückt hält, kommt man zu einem Menü, wo man diese dann aktivieren kann. Das schaut dann so aus. Diese wird 86 Dezibel laut und kann bis zu einer Entfernung von 180 Metern noch gehört werden. Wenn man sich also verletzt oder verläuft, hilft einem die Uhr, auf sich aufmerksam zu machen. Die Epix auf der anderen Seite hat eine LED-Taschenlampe verbaut. Diese kann in verschiedenen Intensitäten weiß leuchten oder in einer Intensität rot. Das ist auf jeden Fall beim Training im Dunkeln dienlich bzw. auch im Alltag hilfreich und ich muss sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, ich verwende sie fast täglich und möchte diese Funktion eigentlich auch nicht mehr missen. Was GPS-Genauigkeit betrifft, sei erwähnt, dass beide Uhren einen Multiband-Chip verbaut haben. Das bedeutet, dass diese somit neben mehreren Satelliten auch zwei verschiedene Frequenzen empfangen bzw. nutzen können, und zwar L1 und L5 und somit sehr genau sein soll. Und im Grunde genommen sind sie das auch. Ich habe hier wirklich versucht, Fehler zu suchen. Was mir vielleicht am ehesten auffällt, ich meine, die Leistung der Epix Pro kennt ihr aus unzähligen Tests.
wenn man beide gegeneinander antreten lässt, sieht man, dass sie beide sehr oft einig sind. Hier und da passiert es, so wie in dem Fall, dass die Apple Watch ein bisschen die Kurven abschneidet oder die Ecken abschneidet. Das passiert auch hier oben, aber wie gesagt, das sind wirklich Kleinigkeiten, die nicht stark auffallen. Beide Uhren haben eine ausgesprochen gute Messung. Ich würde fast behaupten, dass die Epix eine Spur besser ist. Man sieht das an dem Beispiel hier. Hier bin ich einen Gehsteig entlang gelaufen, der führt zwischen einem Parkplatz und einem Gasthof. Hier sieht man wunderbar in Orange die Epix, wo ich gelaufen bin, und in Rot die Apple Watch schickt mich über den Parkplatz. Also das sind wie gesagt Kleinigkeiten, wo ich wirklich nach Fehlern suchen musste. Weiter unten sieht man dann, dass sich beide wieder komplett einig sind. Also beide zeigen hier eine ausgezeichnete Leistung. Beim Fahrradfahren sieht das Ganze noch besser aus. In Blau die Epix, in Rot wieder die Apple Watch Ultra. Und ja, wie man erkennen kann, sind sich beide extrem einig. Beide zeigen an, dass ich auf der rechten Straßenseite gefahren bin. Hier kann man gar nichts sagen. Und selbst wie ich in den Wald hineingefahren bin, sieht man eigentlich, dass beide Uhren sich sehr einig sind und es kaum irgendwelche Aussetzer gibt. So, und jetzt kommen wir zur Sache, die wahrscheinlich für die meisten da draußen am spannendsten ist, die Pulsmessung. Ist der Elevate 5 genauso gut wie der optische Sensor der Apple Watch? Aber bevor wir uns das Ganze anschauen, 91% der Leute, die meine Videos schauen, haben meinen Kanal nicht abonniert. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du einer davon bist, wenn du jetzt ganz kurz dein Video pausierst und auf den Abo-Button drückst. Ich habe jetzt knapp 800 Abonnenten und ich habe gesagt, schaffe ich bis Ende des Jahres die 1000 Abonnenten, dann gibt es ein Gewinnspiel. Es wird entweder eine Sportuhr oder eine Smartwatch verlost. Und vielleicht bist ja du der glückliche zukünftige Gewinner. Also bitte unterstütze meinen Kanal und lass mir ein Abo da. So, aber jetzt schauen wir uns das Video weiter an. Lösen wir das Rätsel, welcher optische Herzfrequenzmesser ist besser? Was sehen wir hier? Hier sehen wir im Prinzip einen gemütlichen Lauf von mir. Es ist nur so, hier musste ich über eine Bahnüberführung laufen, da bin ich hinaufgesprintet, kurz darauf eine Straße queren, da musste ich stehen bleiben, das heißt, da habe ich den Puls schön hinaufgebracht, hier ist er wieder runtergegangen, ich bin dann weitergelaufen. Hier war eine weitere Straßenkreuzung, hier musste ich auch kurz warten und dann bin ich nach Hause gelaufen und habe dann noch die letzten Meter kurz gesprintet und ja, dann war der Lauf auch schon vorbei. So viel zum Brustgurt. Schauen wir uns an, was die Epix Pro gemessen hat. Ich glaube, ich brauche nicht viel dazu sagen. Brustgurt und die Epix Pro waren sich wunderbar einig. Hier gab es kaum irgendwelche Ausreißer. Das war eigentlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis der Epix Pro. Was man natürlich erkennen kann, ist einfach diese Verzögerung des Pulsanstieges. Wir schalten die Epix Pro wieder weg und jetzt schauen wir uns an, was die Apple Watch hier geliefert hat. Ebenfalls ein wirklich, wirklich gutes Ergebnis. Und was mir hier sehr auffällt, ist, dass bei diesen Anstiegen kaum eine Verzögerung da ist. Das heißt, hier erkennt die Apple Watch Ultra genauso schnell wie der Brustgurt die Veränderung des Pulses. Wenn ich alle drei übereinander lege, sieht man die Verzögerung der Epix Pro, aber im Prinzip misst die Epix Pro hier den Puls genauso gut wie die Apple Watch. Hier habe ich es den Uhren schon ein bisschen schwerer gemacht, und zwar bin ich hier ein bisschen eingelaufen und habe dann immer so 100 Meter Sprints gemacht und am Schluss dann so einen 500-600 Meter sehr schnellen Lauf, um den Puls noch einmal hinauf zu boxen, und dann bin ich ausgelaufen. Also, das ist der Brustgurt. Wir legen jetzt mal das Ergebnis der Epix Pro darüber und ja, was soll ich sagen, ein wunderbar tolles Ergebnis, was auch zu erwarten war. Was man aber auch hier wieder sieht, ist diese Verzögerung des Pulses. Es wird zwar richtig gemessen, aber es kommt immer zu einer Verzögerung. Wir klicken das wieder weg und sehen uns das Ergebnis der Apple Watch Ultra an. Ja, und das ist ja wirklich fast ein perfektes Ergebnis. Hier auch wieder auffällig, es gibt keine Verzögerung. Also ich habe keine Ahnung, wie Apple das schafft, aber hier ist die optische Messung immer gleich schnell wie der Brustgurt. Das Einzige, was mir bei dem Beispiel aufgefallen ist, und das kommt immer wieder bei mir bei der Apple Watch vor, dass ganz am Anfang der Puls nicht gemessen wird. Man sieht das an dieser roten Linie, das ist eine gerade Linie, hier wurde der Puls nicht erkannt, und erst wie ich dann eine Minute circa schon gelaufen bin, dann wurde er erkannt, aber dann, wie man sieht,
hat die Pulsmessung wirklich wunderbar geklappt. Wenn ich alle drei übereinander lege, schaut das Ganze so aus. Man erkennt, dass beide Uhren hier wirklich ein tolles Ergebnis liefern. So, hier sehen wir eine Fahrradtour, die ich gemacht habe. Ich habe auch eine Strecke gewählt, wo ich nicht nur auf schönen flachen Boden gefahren bin, sondern auch durch den Wald und auf Schotterstraße, das mich richtig schön durchgerüttelt hat, und habe es versucht, den optischen Pulsmessern wirklich schwer zu machen. Wir starten wieder mit der Garmin Epix Pro und sehen uns an, was der Messer hier geleistet hat. Und wieder sieht man ein tolles Ergebnis, eigentlich keine Probleme. Man sieht wieder die leichte Verzögerung, das fällt einfach auf, das ist bei Garmin offenbar so. Müsste ich jetzt kleinlich sein, würde ich sagen, ja, hier vorne hat es ein bisschen Ungereimtheiten gegeben, aber in Wahrheit war das wirklich eine tolle Messung von der Epix Pro. Wir klicken sie wieder weg und sehen uns an, was die Apple Watch Ultra hier geleistet hat. Und im Prinzip ein ähnliches Bild wie bei der Epix Pro, auch wieder eine tadellose Leistung. Und ja, es gibt eigentlich kaum irgendwelche Sachen auszusetzen. So, mein letztes Beispiel ist ein Krafttraining, ganz einfach, weil es hier für den optischen Herzfrequenzmesser einfach am schwierigsten ist. Was hat die Epix Pro hier zusammengebracht? Ein sehr, sehr solides Ergebnis. Man sieht leider Gottes hier eine kleine Unstimmigkeit und am Schluss des Workouts gibt es ja auch 1, 2, 3 Ausschläge nach oben, die so nicht stattgefunden haben, aber im Großen und Ganzen wirklich ein gutes Ergebnis. Man sieht ja auf alle Fälle Fortschritt im Vergleich zum Elevate Generation 4. Wie sieht es mit der Apple Watch Ultra aus? Ja, also ich brauche hier nicht viel dazu sagen, das ist wirklich ein ausgesprochen gutes Ergebnis. Hier gibt es kaum irgendwelche gröberen Ausreißer. Wie gesagt, die Epix, wenn ich die noch einmal darüber lege, zeigt ja auch sehr, sehr gute Werte, hat aber leider Gottes ein paar Fehlmessungen hier und hier noch einmal zur Wiederholung. Die Apple Watch Ultra auf der anderen Seite zeigt hier kaum irgendwelche Fehlmessungen. Ja, vielleicht hier oben eine Kleinigkeit oder auch hier, aber das sind wirklich Kleinigkeiten. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass beide hier wirklich gut performen, die Apple Watch Ultra aber noch eine Spur besser ist. Was ich natürlich auch dazu sagen muss, ist, dass alles sind subjektive Ergebnisse. Es kann Menschen geben, bei denen die Apple Watch Ultra schlechter performt wie die Epix Pro. Das sind meine Ergebnisse und ich teile mit euch die Erkenntnisse von meinen Tests. Na bitteschön, da haben wir es. Der Vergleich der beiden Uhren. Und ja, natürlich haben beide Uhren unterschiedliche Ansätze, aber mich persönlich hat schon interessiert, ob der Elevate Generation 5 genauso gut ist wie der Sensor von Apple. Ich würde jetzt mal behaupten, dass Garmin die Lücke schon sehr, sehr klein gemacht hat. Noch hat Apple die Nase vorn, aber der neue Sensor von Garmin ist wirklich top und nicht wirklich schlechter. Der einzige Unterschied, der halt auffällt, ist, dass die zeitliche Verzögerung bei Garmin definitiv gegeben ist im Vergleich zum Brustgurt und bei Apple wirklich kaum vorhanden. Also wie die das machen, das frage ich mich wirklich, denn das ist wirklich beeindruckend. Wie seht ihr die ganze Sache? Lasst mir einen Kommentar hier oder kommt in meine Telegram-Gruppe und wir plaudern drüber. Wie immer bedanke ich mich fürs Zusehen, würde mich über ein Abo freuen und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.